Wir verlassen jetzt Bangkok Richtung Chiang Mai und besondererweise fahren wir mit dem Zug dorthin, mit dem Nachtzug, mit dem Super Express nach Chiang Mai. Und der geht jetzt gleich los. Wir haben jetzt 18 Uhr, um 18.40 Uhr ist Abfahrt. Vorher braucht man natürlich noch was zu essen, eine kleine Stärkung, wie zum Beispiel diese Teigtaschen hier, die man warm essen kann. Die gibt es herzhaft und süß. Dann noch was zu trinken. Und dann geht es ab zum Bahnsteig. Und das Krasse an diesem Bahnhof ist, schaut euch bitte mal um, Leute. Das sieht überhaupt nicht nach einem Bahnhof aus. Das sieht aus, als wäre das ein Flughafen. So, wir gucken hier mal schnell. Wir haben schon den Zug, ganz oben steht er, der oberste, 18.40 Uhr, Chiang Mai, Gate B. Da gehen wir jetzt hin. Mal gucken, wie weit das weg ist, weil das sieht mir recht weitläufig aus. Und mal gucken, ob der Zug pünktlicher ist als die Deutsche Bahn. Machen wir uns nichts vor, egal wann der losfährt, der ist auf jeden Fall pünktlicher als die Deutsche Bahn. Okay, jetzt sind wir oben bei den Gleisen. Wir haben Plattform, wir haben Zug Nummer 9 und den Wagen Nummer 6, Sitz Nummer 7. So, wir sitzen jetzt im Zug nach Chiang Mai. Es wird draußen auch schon dunkel. Abfahrt ist um 18.40 Uhr. Und momentan sind die Sitze noch Sitze. Die werden aber später dann umgebaut zu Betten. Das heißt, hier wird dann ein Bett draus gemacht und oben wird das dann runtergeklappt. Dann haben wir quasi eine untere Koje und eine obere Koje. Und ja, ich muss sagen, relativ sauber und modern alles hier. So ist schon, kann man es schon aushalten hier eine Nacht. Ja, also beim Buchen muss ich sagen, als ich gebucht habe, das war schon vor 2 Monaten oder so, war schon fast alles ausverkauft. Das hier ist übrigens die 2. Klasse. Es gibt auch noch eine 1. Klasse, wo man eine Kabine hat zu zweit. Die ist aber Monate im Voraus ausgebucht und da ist ganz schwierig, die überhaupt zu bekommen, weil es eben so beliebt ist. Und hier war auch schon fast alles ausgebucht. Also kann man nur raten, vorzeitig buchen, weil sonst ist alles ausverkauft. Genau, auf jeden Fall, der Preis war so um die 35 Euro pro Person für eine 12-Stunden-Fahrt. Ich glaube, das sind so um die 800 Kilometer oder so. Schlafwagen und ich glaube, das ist eigentlich schon ein sehr guter Preis. Ah, da kommt jemand mit Getränken. Könntest du mir bitte so einen Saft kaufen? Ja. 15? Okay. One. Saft gibt's. Just one. Just one? Yeah. Ja, one. Okay, also es kommt jemand mit Getränken vorbei. Mit, what is it? Orange? Mango? Is it orange? Orange, okay. Also Orangensaft. So, wir sitzen jetzt hier auch auseinander, weil die Plätze sonst nicht frei waren. Was? Das ist wie ein Flachmann. Wie ein Flachmann, ja, der Orangensaft sieht aus wie ein Flachmann. Der ist frisch geblecht. Oh, so, und dann werden wir jetzt hier bei Sonnenuntergang Bangkok verlassen und uns auf eine Nacht hier im Zug einstellen. Ich habe hier so chinesische Buns, also Brotteig und gefüllt mit Schwein und Ei, zum Beispiel das hier. Und dann habe ich noch eins mit Sesam. So, das ist jetzt unser Abendessen. Oh, wow. Wow, die sind gut. Richtig gut. Haben wir vorhin einfach an einem Stand gekauft. Sehr lecker. Mal abbeißen.
es auch. Also alle Informationen, die wir bisher hatten aus diversen YouTube-Videos, waren, dass es kein Essen an Bord gibt. Und es kann gut sein, dass sich das jetzt einfach geändert hat, dass das neu ist, dass sie Essen anbieten. Ja, also... Ich muss schon mal voressen. Ja, wir müssen jetzt unsere Snacks ja trotzdem essen, aber ein kleines Gericht haben wir bestellt und da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Unser Essen bekommen, das wir bestellt haben. Wir haben nur eine Portion bestellt, das war auch sehr intelligent, weil es ist viel. Es ist wirklich viel und wir teilen uns das jetzt und das kommt in so einer kleinen Box. Da ist hier dabei Reis, dann haben wir hier das Curry, was wir bestellt haben. Was haben wir hier noch? Eine würzige Soße mit Chilis drin und ein paar Frühlingsröllchen und eine Suppe ist auch dabei. Hier ist noch eine Suppe dabei, die werde ich gleich aufmachen und auch ein Nachtisch. So, dann werde ich jetzt mal versuchen, das aufzumachen. Okay. Das darf ich nicht sagen. Warte, ich hoffe, ich schütte das jetzt nicht irgendwo hin. Weil hier wackelt gerade alles. Oh Gott, ja, okay. Hat geklappt. Ich weiß nicht, was das ist. Eine klare Suppe. Auf jeden Fall mit Salat. Und Fleischbällchen. Kommen Snacks. Okay. Okay, zu früh. Die Snack mal Zu früh. So, dann probiere ich jetzt mal hier kurz das Curry. Oh, da kommen die Snacks. Da kommen die Snacks. Something drink beer, Pepsi? Pepsi, beer, Heineken beer? Pepsi. 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 And you Pepsi, beer? Lemon soda? Oh man. Yes. Yeah. Yeah. Yeah, 90, darling. Okay, jetzt sind die Snacks gekommen. Also totale Fehlinformation. 190. Totale Fehlinformation mit dem, es gibt hier kein Essen. Ich vermute, dass es neu ist. Weil wie gesagt, jedes Video, das wir angeschaut haben, mit es gibt kein Essen im Zug, ja, scheint nicht wirklich aktuell zu sein, weil man wird hier zugeschüttet mit Essen, also ganz ehrlich. Zuerst kommt er hier mit Zoo-Essen, dann kommen noch die Snacks, dann kommen noch Getränke, also Wo ist mein Essen? ja, dann Das ist die Ente. das ist die Ente. Stimmt, wir Ente bestellt. Genau, ich habe noch kein Fleisch gegessen, ich habe nur die Soße probiert. Für ein Zugessen ist es echt anständig. Aber wir haben ja schon besser gegessen in Bangkok und an den Straßenständen vor allen Dingen. Aber wie gesagt, unterwegs oder auch im Flieger gibt es kaum besseres Essen. Ich schaue mir hier mal kurz die Bordtoilette an und irgendwie erinnert die mich sehr an eine Flugzeugtoilette, weil sehr eng, sehr klein, aber auch sehr sauber. Also was für eine Zugtoilette, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und deswegen kann man eigentlich nichts dagegen sagen, aber wie gesagt, es erinnert stark an eine Flugzeugtoilette. So, hier im Gang hat man dann neben der Toilette nochmal zusätzlich 2 Waschbecken, wo man sich auch frisch machen kann. Und das ist zwischen jedem Abteil so. Betten werden gleich gemacht. Oh, das ist schön. Ich knacke auch ein bisschen weg. Ich knacke auch ein bisschen
So, und das hier ist so die untere Schlafkoje. Hier hat man dann natürlich den Vorteil, dass man ein Fenster hat, wo man jetzt natürlich sowieso nichts sieht die Nacht, weil ja, es ist halt eben Nacht. Aber in der Früh, wenn man geweckt wird, könnte man vielleicht einen schönen Sonnenaufgang erwischen. Mal gucken. So, hier ist das Kissen und meine Decke. Und dann für die obere Koje hat man dann eben hier diese kleine Leiter, die man eben auf- und zuklappen kann. Manche hoch. Ja, Leselampe, ja, richtig. Stimmt. Oh, sorry. Gott. Guten Morgen. Wir sind jetzt alle geweckt worden. Es ist 6 Uhr irgendwas, 6:15 Uhr oder so. Und wir kommen in einer Stunde an. Es wurden auch gerade die Betten schon gemacht. Also teilweise noch nicht. Und es ist jetzt, ja, sind alle noch nicht wirklich wach. Also ich habe gut geschlafen, würde ich sagen. Ich konnte erstmal nicht einschlafen, aber das schreibe ich jetzt erstmal noch dem Jetlag zu, den wir noch haben von der Ankunft. Ich dachte von der Zugfahrt. Ich dachte, der Jetlag von der Zugfahrt. Nicht von der Zugfahrt. Aber ansonsten, danach habe ich eigentlich relativ gut geschlafen. Also der Platz ist genügend. Man hat wirklich viel Platz zum Schlafen. Ich muss sagen, wenn man groß ist, dann ist es ein bisschen kurz, glaube ich. Unten ist es breiter als oben. Unten ist es breiter als oben, ja. Oben wird es ein bisschen schmäler. Ja, das stimmt vielleicht so. Man sieht es hier, glaube ich, so ein paar Zentimeter oder so. Ja, hier, es gibt bis hier noch so. Ah, ja, okay, hier aber auch. Ja. Ja. Von der Länge geht's aber bei mir. Ja, also man kann sich mit 1,85 Meter aber, glaube ich, nicht komplett ausstrecken. Doch, ganz knapp. Wirklich? Anschlag. Ah. Also mit dem Kopf bis Fuß. Okay. Das ist genau drin. Ja. Also auf jeden Fall gut geschlafen. Und jetzt schauen wir mal irgendwie, wir stehen jetzt hier ein Weilchen. Ich weiß zwar nicht warum. Und so in einer Stunde kommen wir dann an. Wir warten jetzt erstmal auf den Kaffee. Ja, der Kaffee ist da. So, Frühstücksservice. Also, naja, gibt zweimal Cappuccino und einen Kuchen dazu. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Haben wir gar nicht bestellt, den Kuchen? Doch, das war irgendwie vielleicht dabei, glaube ich. Also für ein Frühstücksset. Ach, das ist ein Frühstücksset. Ich glaube, keine Ahnung. Gucken wir uns das mal an. Ein Brownie. Okay. So, das Brownie. Ja, das ist besser als keiner. So, also Kaffee und Brownies zum Frühstück. Draußen ist es immer noch dunkel. Ich hoffe, jetzt wird es dann bald hell und wir können schön Sonnenaufgang sehen, bevor wir dann in Shanghai ankommen. Hier ist immer noch nicht alles fertig mit dem Betten machen. Teilweise wird schon aufgeräumt. Und irgendwie hier das obere Bett machen sie momentan noch nicht weg. Nee, das kommt wohl noch. Ah, dann drüben ist es schon hochgemacht. Okay, also kommt das noch. Dass es inzwischen hell geworden ist, aber auf dieser Seite sieht man nicht so viel, außer dass es sehr viel grüner ist hier. Trotz Trockenzeit. Trotz Trockenzeit, genau. Und wir hatten gehofft auf einen schönen Sonnenaufgang, aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen bewölkt. Nee. Weiß noch vor dem Sonnenaufgang. Also wenn, dann müsste es
hier auf der Seite seit der Sonnenaufgang. Es ist hell, aber noch keine Sonne da. Nach gut 12 Stunden sind wir jetzt angekommen in Chiang Mai. Und zwar recht pünktlich, vielleicht maximal ein paar Minuten Verspätung. Und der Morgen bricht an, jetzt beginnt gleich ein neuer Tag. Und ja, und das Gute ist, wir haben jetzt keinen Tag verloren und wir haben uns eine Übernachtung gespart. Denn das ist ja das Praktische an so einem Nachtzug, dass man einfach da pennt und dann gleich woanders ist und den Tag jetzt eben nutzen kann. Und das ist das Gute an dem Ganzen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserem weiteren Urlaub und zu unserer neuen Destination. Zum Thema Chiang Mai, da gibt es dann ein eigenes Video, meine lieben Leute. Also bleibt also dran und viel Spaß noch beim Reisen.